So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4. Nun, wo er sagt, der zweite Akt unseres großen alchemistischen Aufstieges auf uns warten wird. Zeit für Kapitel 2. Der Trankladen hat eröffnet und du und Paimon habt alle Hände voll zu tun. Ja, das ist offensichtlich. Achso, wir müssen noch 2 weitere Tage warten, bis das Mischen wieder beginnen kann. Moment, falscher Knopf mal wieder. So. Dann wollen wir mal loslegen. Naja, wenn die Zeit erstmal so weit ist, dann sind wir jetzt auch so weit für neue Aufträge, neue Tränke, neue Anordnung und neue Materialien. Nach einer kurzen Probezeit wird der Trankladen nur mit großem Erfolg gemacht, geleitet, absolviert, markiert, Werbung gemacht. We just keep getting swarmed with more and more customers. It's been non-stop work for so long, Paimon's starting to feel a little bit lightheaded. Ja, das Geschäft läuft wirklich gut. We've got a lot of orders. Paimon's not sure we can fill them all on our own. Maybe we should hire some help. Taking a break, cuties? I was just looking at the sales data, and it seems like you two have quite the talent for business. The potions seem to be flying off the shelves. Oh, Lisa! Perfect timing. We were just talking about how we could use some help around the shop. Oh, are the orders piling up already? Having trouble keeping up? Yep, we're officially swamped. Paimon never thought we'd get this many customers. Well, I can't say I'm surprised by the success. I was actually anticipating this kind of response. While you two were busy with the shop, I was talking with Freda about some possible ways to make the business more efficient. After observing your work, I made note of several improvements we can make to the brewing, cultivation, and sales aspects of the business. Wait, so you've been doing things behind the scenes this whole time? Paimon kinda thought you were just slacking off. Hey now, I'm actually pretty reliable when it counts. So how are we supposed to put those improvements in action? Well, I discussed things over with Freda, and the two of us came up with a plan. I'll let her give you the details, though. Why don't you go and find her? Gut, dann legen wir mal los. Freda, was hast du zu erzählen bei deinem neuen Laden hier? Traveler! Paimon, hello! Is there something I can help you with? Well, we've been a bit swamped lately, so Lisa recommended we find some ways to increase our efficiency. Yes, I've discussed that with her as well. Currently, there are 3 areas you can improve: brewing, cultivation, and sales. Increasing your efficiency in these areas will make it much easier to run your business. Wow, that sounds just like what we need! Let's give it a try, Traveler! Gut, die Effizienz des Unternehmens steigern. Looks like all the preparations needed for this upgrade have been made. Please, try it out. Gut, Wunsch auf Glück Phase 1 noch nicht freigeschaltet. Erhöht beim Trankbrauen die Wahrscheinlichkeit auf einen Glücksbonus auf 30% mit Hilfe eines Glücksbonus. Kann die Trankstufe zusätzlich erhöht werden. Okay. Handwerk freigeschaltet. Die Stimme der Vernunft Phase 1 erhöht die Menge für die Alchemiestufe erhaltenen EP. Gut, ein bisschen hochgestuft haben wir es auch schon. Oh, aber ein größeres Warenregal wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber jetzt haben wir es halt zu wenig wieder.
Gut, die Leiterin der Yunhan Operntruppe hat vor, Material für die Maske für die Forschung zu kaufen. Und die Studenten der Akademie schreiben in letzter Zeit ihre Abschlussarbeiten, was für große psychischen Stress sorgt. Ein paar von ihnen suchen nach Möglichkeiten, ihren Geist zu beruhigen und sich konzentriert ihrer Forschung hingeben zu können. Okay, Konzentration ist angesagt. So, du kannst Finanzmittel ausgeben und speziell alchemistische Düngemittel verbrauchen, um die Reifegeschwindigkeit deiner Ingredienzien zu erhöhen, was dir erlaubt, sie direkt zu halten. Die benötigten Mittel richten sich nach der Anzahl der verbleibenden Geschäftszyklen, bis die jeweilige Ingredienz reif ist. Tja, die Beschleunigung brauchen wir jetzt erstmal hier noch nicht. Und unser bisheriges Einnahmensziel liegt also jetzt bei 500.000. Na gut, wir haben ja wenigstens ja schon mal gut angefangen. So, den Geist zu beruhigen und sie konzentriert ihre Forschung. Konzentration. Beruhigend, stärkend, wärmend, ausdauerverleihend, entspannend, heilend, Kunstfertigkeit, duftend, Wahrnehmung, Ausdauer, Konzentration. Ah, verdammt nochmal, die Sache da mit den Beeren habe ich vergessen. Gut, dann fangen wir jetzt erstmal an, was mit Wahrnehmung zu machen. Und die Kunstfertigkeit vielleicht dabei auch noch zu erhöhen. Okay, vielleicht brauchen wir dann doch noch ein paar beruhigende Mittel. Gut, nach den beruhigenden Mitteln bräuchten vielleicht jetzt, sagt noch etwas für die Wahrnehmung. Naja, aber ein bisschen... obwohl die besonderen Beeren... Das geht eigentlich jetzt auch nicht so ganz klar. Naja, die besonderen Beeren gehen jetzt nicht klar, weil wir davon zu wenig haben. Okay, an der Stelle heißt es ja erstmal wieder ein bisschen herumpanschen. Ist zwar jetzt eigentlich auch nicht gerade so gut, jetzt hier ein bisschen herumzupanschen, anstelle es ja gleich das Richtige hier zu machen. Aber da fehlen mir jetzt leider, sag auch ein bisschen die Optionen. Hatte ich nicht eigentlich noch eben irgendwas gehabt für die Konzentration? Anscheinend wohl jetzt, sag leider nicht mehr. Tja, dann mal an die Arbeit. Tja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Gewandtheit, Charisma-Trank.
Tja, der Wirkungswert, den Ingredienzien beim Brauen gewährt, wird erhöht. Du kannst bei Freda gegen Finanzmittel deine Alchemiekessel verbessern. Ja, ist auch nicht schlecht. Eine Trankverbesserung können wir jetzt auch noch in Angriff nehmen. Aber irgendwie sieht das jetzt irgendwie komisch aus. Wo ist denn das, was wir jetzt hergestellt haben? Ist das etwa jetzt schon im Laden drin? Tja, und generell brauchen wir jetzt erstmal einen neuen Kessel. Freda hat neue Hilfsgüter mitgebracht, das ist gut. Allerdings zu teuer. 20.000. Neue Trankflaschen? Ach, warte mal. Diese Flaschendekoration in der Kombination aus Windmühlen, Naster und grünen Blättern scheint den Trank mit einer warmen Brise zu umhüllen. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Aufmerksame Kunden auf sich ziehen, perfektes Geschenkband, eine hübsch verpackte Überraschung zu verleihen, himbeerrote Flugfeder. Ah, das ist ja auch alles nicht allzu übel. Aber anscheinend könnten wir an der Stelle auch ein bisschen zu viel ausgeben. Ah, da ist ja jetzt mein neuer Trank, den ich jetzt gemacht habe. Ist aber bedauerlicherweise jetzt aktuell auch nicht gerade so großartig zu benutzen. Schau die Geschäftsberichte genau und achte darauf, welche Tränke sich am besten verkaufen. Dann solltest du in der Lage sein, herauszufinden, welche Art Trank bei deinen Kunden am meisten gefragt ist. Das war wirklich viel zu wenig. Greetings, Traveler Paimon and Lisa. Sucrose! It's been a while since the last time we saw you! On the way here, I overheard quite a few people talking about alchemical potions. At first, I was worried something might have gone wrong with the herbs. But judging by the way people were talking, it seems like they were pretty pleased with the results. Sucrose, your bioalchemical expertise was exactly what we needed for potion making. Yeah, we've been able to make potions with all sorts of different effects! You mastered potion making in such a short amount of time? I guess that's expected for someone of your talent, Traveler. I wouldn't be surprised if you became a potion master one day. Ah, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Still, if you managed to master potion making in such a short amount of time, we should be able to start teaching the public about it as well. Wait, was that also a part of Jean's plan? Yep. It's something she and Mr. Albedo talked about. As I understand it, the goal was not just to create and sell potions, but also to teach the principles and practices of alchemy to the people. Thanks to your shop, the public's understanding of alchemical potions has increased quite a bit. Perhaps, one day, they'll even be able to make simple potions themselves. Without the proper training, though, those potions could be dangerous to use. You're right.
With Lisa there to mentor you, Traveler, we could rest assured that nothing would go wrong during the potion-making process. However, when it comes to the general public, we have to think of a way to ensure that any resulting potions would be safe to use. So, Mr. Albedo is planning to establish a set of criteria to evaluate various levels of potion-making ability. People will have to pass the exam that corresponds to their level of proficiency before being allowed to brew their own potions. Let me guess. You would like us to also take part in this exam? Yes. Although it would probably be more accurate to say that we would like you to help us finalize the contents of the exam. In order to ensure a proper level of difficulty, we need to first collect the relevant data. That's where our mock exam comes in. If you could take it, Traveler, your results would serve as a very important reference for us. You will, of course, be compensated for your efforts. What a great idea. I must admit, I'm very interested to see how much my cutie's alchemy skills have improved. Na, dann versuchen wir es mal. Wonderful. Then, let me explain a little bit about how the exam works. The exam has 4 levels: beginner, intermediate, advanced, and expert. To pass, all you need to do is brew a potion within the time limit that satisfies the main objective. Satisfying additional objectives will earn you extra rewards. Okay, all of this is starting to sound pretty official. Paimon's nervous all of a sudden. Just do what you normally do and you should be fine. If you don't pass the first time around, you can always retake the exam. So, no need to put too much pressure on yourselves. Oh, retakes are allowed! Whew, that's a relief. Yep. Just let me know when you're ready. Okay, dann sehen wir uns mal die Prüfungsanforderungen an. Also, Alchemieprüfungen sind Tests, die dazu dienen, deine Fähigkeiten beim Brauen von Tränken zu beurteilen. Die Prüfung ist in mehrere Phasen unterteilt, die nacheinander absolviert werden müssen. Du hast 3 Versuche für die Phase. Beachte außerdem, dass die während der Prüfung gebrauten Tränke nicht gespeichert, die dabei verbrauten Ingredienzen sind, dafür aber zurückgegeben werden. Gut. Jede Testphase hat primäre und sekundäre Ziele. Erfülle das primäre Ziel, um den Test zu bestehen. Und erfülle die sekundären Ziele, um deine Testbewertung zu erhöhen. Die Belohnung für den Test hängt von deiner Bewertung ab. Wird der Test nicht bestanden, kann er nach einer bestimmten Zeit wiederholt werden. Gut, braue einen Lebenspunktetrank des Grades fortgeschritten oder höher. Wo ist das Zeitlimit? Lebenspunkte. Ah, nee! Oh, das war doch blöd. Prüfung wiederholen, das war ja noch nicht perfekt gewesen. Habe ich ja verklickt. Gut. Das Ergebnis können wir einreichen. Your movements are quite practiced, and your potion meets the requirements as well.
Congratulations on passing the beginner exam. That was a piece of cake. Ach, das war doch nichts. Wow. I really thought it would be more difficult for someone so new to potion making. Alright. I believe I've collected all the necessary feedback. Looks like we'll have to make some adjustments to the level of difficulty for the actual exam. I'm gonna head back to the lab now. See you later, Traveler and Paimon. Gut, da haben wir jetzt auf jeden Fall ziemlich viele Belohnungen erhalten. Und jetzt als nächstes müssen wir auch endlich mal neue Materialien einsammeln. Aber beschleunigen können wir jetzt, sag hier beim besten Willen nix. Tja, soweit so gut. So, Freda, was haben wir denn jetzt, sagt noch hier bei dir? Die Effizienz, können wir die Effizienz noch erhöhen? Warte mal, was ist mit dem neuen Kessel? Der ist jetzt, glaube ich, erstmal wichtiger. Gut, und jetzt können wir noch die Effizienz erhöhen. Obwohl, können wir das überhaupt? Eigentlich ja jetzt erstmal nicht. Gut, das ist jetzt erstmal besser als nichts. Jetzt müssen wir allerdings noch unsere kleinen Tränke hier machen. Charisma und duftend. Wir brauchen auf jeden Fall was mit Charisma und duftend jetzt. Okay, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen was anpassen.
Gut, das sieht doch schon mal wieder ein bisschen besser aus und wir haben jetzt neue Materialien auch. Versucht das Alchemeter im vollen Umfang zu nutzen. Es könnte euch die Arbeit erleichtern. Was ist das Alchemeter denn jetzt hier? Ein spezielles Gerät des Ritterordens zur Analyse von Ingredienzien. Platziere ihn in die Trankladen. Verwende Ingredienzien, analysiere Eigenschaften, bla bla. Okay. Wo ist denn jetzt, sagt dieses Teil? Ah, da oben. Du kannst Ingredienzien direkt verbrauchen, um EP für die Erhöhung deiner Ingredienzstufe zu erhalten, indem du die Ingredienzanalyse-Funktion verwendest. Benutze die Funktion, wenn du einen größeren Vorrat hast, um deinen Laden erhebliche Vorteile zu verschaffen. Tja, wenn wir natürlich, sag ja, einen größeren Vorrat haben. Okay, läuft, sagt jetzt leider, sagt noch nicht so gut. Aber wir könnten jetzt immerhin bei Freda vielleicht noch ein bisschen neue Dekoration kaufen. Dekorationen sind auch immerhin besser als nichts. Aber jetzt muss das Sortiment auch angepasst werden. Gut, ich denke, das könnte erstmal was werden. Na, ein leichter Anstieg mal wieder. Tja, sieht so aus, als ob die Tränke, die wir im Angebot haben, nicht ganz den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Nächstes Mal sollten wir mehr auf die Marktinformation achten und ein paar andere Tränke ausprobieren. Das ist auch nicht gerade so gut. Das ist jetzt alles, sagt nicht gerade so optimal, was wir jetzt hier machen. Wir brauchen jetzt doch mal was Beruhigendes und dann was für die Konzentration. Beruhigend und Wahrnehmung müssten wir machen.
so ganz optimal finde ich das, sagt jetzt hier nicht. Ja, so ganz optimal ist das Ergebnis hier wirklich, er sagt überhaupt nicht. Nee, so ganz optimal ist das, er sagt wirklich rein gar nicht. Gut, versuchen wir es so mal. Gut, schon besser. Hey, die Verkäufe sehen gut aus, also lass uns weiter hart arbeiten und das Ganze zu einem Mega-Erfolg machen. Na, das sieht doch jetzt, er sagt, schon besser aus. Treue Ehrenlecker. Also treue... Wie dem auch sei, treuer Ehrenritter, wie lange ist es jetzt her? Ich staunte nicht schlecht, als ich hörte, dass du dir als Geschäftsberater von Jean und Lisa einen Namen gemacht hast. Während der letzten Tage hat mein Trupp einen langen Trainingsmarsch hinter sich gebracht. Als wir dann in der Nähe vom Mondschutz zurückkehrten, hatten zwei Abenteurer eine Gruppe von Gauner ausfindig gemacht, die das von ein paar Monstern geschiffte Chaos ausnutzen. Wir haben uns also um diese Unruhestifte gekümmert, als ein bisschen Extra-Training. Ohne Weise haben uns diese Gauner auch mit einer Ladung Tränke versorgt, die die Kraft und Reaktionsgeschwindigkeit meiner Ritter wiederherstellte. Nun wird der Trupp wieder so fit wie vor der Langstreckenübung. Die Operation verlief dann wie am Schnürchen. Später erfuhr ich dann, dass die Tränke aus dem Laden stammten. Du scheinst also gute Arbeit zu leisten. Für deine Hilfe, die du meinen Rittern geleistet hast, wollte ich dir natürlich nochmal ganz formell in schriftlicher Form danken. Und bitte akzeptiere diese Zuwendung von der Truppe. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch ein paar interessante gemeinsame Operationen als Mitarbeiter haben werden. Ja, gut. Ah, Venti und Diona. Paimon? Huh, looks like you're running a business. Oh, hey, Diona! And
tone-deaf bard. What brings you to the shop? I could smell what you were brewing from all the way across Cider Lake. Bards have an extremely keen sense of smell, you know. Again with the nonsense. Don't listen to him. We were actually in the middle of looking for some cocktail ingredients. Margaret is getting ready to run a new promotion at the cocktail, so she asked me to come up with some new drink ideas. The bard over here is performing at the event. When he saw me getting ready to leave, he insisted on tagging along to help. Well, what better way to be the first to try your new concoction than by helping you collect ingredients? Well, that explains your enthusiasm then. You're only that generous when alcohol is involved. Anyway, I was having some trouble coming up with new ideas for ingredients to use. I've already experimented with just about every ingredient you can find around Mondstadt, even the weirdest ones. The bard saw me struggling and told me he had an idea, so we split up for a while. I didn't get my hopes up, but sure enough, he came back a little while later with a rare ingredient I'd never used before. Ooh, what is it? Some sort of secret? Come on, bring it out so we can see. It's a bird feather I found on a ruin in Dragonspine. It was once buried in the snow and is still cold to the touch even now. I'm sure it could be used to produce a drink with an entirely new sort of mouthfeel. Whoa. Well, if anyone can find something like that, Paimon supposes it'd be you. Unfortunately, this ingredient is not easy to find. We'll probably use up the measly amount we've discovered with just the recipe testing alone. Don't worry about the ingredients, Diona. I'll figure something else out. You should head back so you can get a head start on working that mixology magic of yours. Because the sooner I get started, the sooner you get to take advantage of the fruits of my labor. Isn't that right? Well, just think of it as a way to pay me in advance for all my hard work. That still doesn't solve our problem, though. Traveler, Paimon, do you have any ideas for a new drink? Naja, du könntest Getränke mit verschiedenen Wirkungen versehen. Huh? Infuse drinks with different effects? But doesn't that bring us back to the ingredient problem all over again? Oh, Paimon gets what he's saying. Ahem. You're looking at one of the most popular duos on the Mondstadt alchemy scene right now. Our potions are one of the hottest commodities in Tibet. But what do potions have to do with drinks? You can add them as an ingredient, of course. Potions can add all sorts of different effects. For example, with a little alchemy on your side, you could even make a drink that can heal a broken heart. Wow. I never knew potions could do something like that. Paimons Beispiel ist ein bisschen weit hergeholt. I see. How about a potion that makes people never want to drink alcohol again? Could you make something like that? Naja, das könnten wir versuchen. Whoa. Don't go making promises we can't keep, Traveler. How are we supposed to make a potion like that? What a shame. And here I thought I'd finally be able to dismantle the entire Mondstadt wine industry in one fell swoop. It's okay. We'll try to see if we can find some other ways to help. Actually, I've always been curious, Diona. Is there a particular reason you don't like alcohol? Isn't it obvious? Ever been around a drunk person before? Let me tell you, it's not a pleasant experience. Ah, so your gripe isn't really with alcohol itself, but the fact that it makes people drunk. This may sound a little weird, but I wonder if it's possible to use this mysterious alchemy craft of yours to make a drink that prevents people from getting intoxicated. So you mean a potion that can keep someone sober and awake? Huh. Sounds like something we could do. What do you say, Traveler? Tja, das sollte machbar sein. Perfect! I can just see it now. The more alcohol those drunkards consume,
the more sober they'll become. They'll finally have to say bye-bye to their days of drunken depravity. It's decided then. Please make me a potion that can keep people sober. Gotta say, I'm starting to get really curious about what that drink's going to taste like. Tja, und ich erst. Einen nüchtern machenden Trank. Und was haben wir hier? Ein Captain aus Lyon möchte die körperliche Verfassung der neuen Matrosen verbessern und die Symptome der Seekrankheit lindern. In letzter Zeit kam es häufig zu Unruhen in der Wüste und die Wächterin des Aru-Dorfes führt die Wachen an, den Monsterangriffen Einhalt zu gebieten. Ja, das hört... wir haben bloß einen Zyklus Zeit für das nüchterne Getränk. Okay, da muss ich mal kurz was nachsehen. How's the potion coming? Finished? Ein Trank mit weisheitbezogener Wirkung oder beruhigenden Eigenschaften. Wir können es ja mal ausprobieren. Wow. I can't believe I'm holding the key to shaking up Mondstadt's entire wine industry in my own two hands. Wowza! Kann ich auch nicht glauben, dass es jetzt der richtige ist. Thank you so much. Oh, I'm gonna head back and start developing my new drinks right away. Wait, don't leave without me. I thought you were gonna let me be the taste tester. Of course. Operation Eliminate Drunkards has just begun, and you, my friend, are my first test subject. And just like that, another problem solved. Looks like you've done it again, Traveler in Paimon. Alcohol that doesn't make you drunk. Ooh, if I'm able to develop something like that, I guess there really is a type of alcohol that I can get behind. Und so werden die alkoholfreien Getränke erfunden. Großartig, ich kann es kaum erwarten, Getränke zuzubereiten, die einen immer nüchterner machen, je mehr man davon trinkt.